Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Heute geht es nicht nur darum, Deutsch zu lernen, sondern auch darum, die Welt besser zu verstehen. Wir sprechen heute über ein sehr wichtiges Thema: Hass und Hassrede in der Politik und warum sie unser Zusammenleben beeinflussen. Jeden Tag scrollen wir durch Nachrichten und soziale Medien. Manchmal fühlen wir uns wütend und verunsichert. Also lehnt euch zurück. Entspannt euch und lasst uns gemeinsam herausfinden, wie Hass wirkt, warum Politiker ihn nutzen und wie wir uns schützen können. Zuerst erklären wir die wichtigsten Wörter auf einfachem Deutsch und danach machen wir weiter. Hassrede. Worte, die Menschen verletzen. Beispiel: Er schreibt böse Worte über andere. Das ist Hassrede. Verunsichert. Ich weiß nicht, was richtig ist. Beispiel: Ich bin verunsichert, weil ich die Nachricht nicht verstehe. Hass schüren. Menschen wütend machen. Beispiel: Die Nachricht schürt Hass zwischen den Menschen. Provokativ. Worte oder Taten, die Ärger machen. Beispiel: Sein Kommentar war sehr provokativ. Respekt verlieren. Ich respektiere jemanden nicht mehr. Beispiel: Wenn jemand lügt, verliere ich Respekt. Gesellschaftlich spalten. Menschen streiten in Gruppen. Beispiel: Die falsche Nachricht spaltet die Gesellschaft. Manipulation. Jemand will dich täuschen. Beispiel: Wir müssen Manipulation erkennen und nicht glauben. Empathie. Ich verstehe die Gefühle von anderen. Beispiel: Empathie ist wichtig für Freundschaft. Rational denken. Ich denke klar und logisch. Beispiel: Wir müssen rational denken, nicht wütend. Bewusst handeln. Ich mache etwas mit Nachdenken. Beispiel: Ich handle bewusst und poste nichts Schlechtes. Feindbilder. Bilder oder Gedanken von einem Feind. Beispiel: Feindbilder machen Menschen wütend. Emotionen auslösen. Etwas macht Menschen glücklich, traurig oder wütend. Beispiel: Das Video löst viele Emotionen aus. Wir haben jetzt die wichtigsten Wörter erklärt, damit du den Inhalt besser verstehst. Jetzt machen wir mit dem Thema weiter und sehen, wie Hass und Gefühle in der Politik benutzt werden, um Menschen zu beeinflussen. Warum Hass so stark ist. Stellt euch vor, ihr lest eine Nachricht, die euch wütend macht. Euer Herz schlägt schneller, die Wut steigt und ihr könnt fast nicht mehr klar denken. Hass ist ein sehr starkes Gefühl, das uns oft die Kontrolle über den Kopf nimmt. Wenn Menschen Angst oder Wut spüren, suchen sie jemanden, der sie schützt oder ihre Probleme löst. Politiker, die Hass schüren, wirken dann wie Helden für manche Menschen. Das nennt man in der Psychologie Politik der Angst und Wut. Es ist viel einfacher, über einen Feind zu sprechen, als über komplizierte Themen wie Wirtschaft oder Bildung. Hass ist leicht zu verstehen. Jeder weiß sofort, wer der Feind ist. Und heute verbreitet sich Hass noch schneller durch soziale Medien. Algorithmen zeigen genau die Beiträge, die starke Gefühle auslösen. Politiker sagen etwas Provokatives. Menschen reagieren. Das Internet verstärkt diese Reaktion. Wusstet ihr, dass manche Posts absichtlich so geschrieben werden, dass sie emotional aufwühlen? Wenn ihr darüber nachdenkt, merkt ihr, es ist wie ein Spiel mit unseren Gefühlen. Hast du schon einmal darüber nachgedacht, wie gefährlich Hass und Hassrede wirklich sein können? Vielleicht denkt ihr, ach, das ist doch nur ein Kommentar. Aber Worte sind mächtig. Sie können Angst erzeugen, Menschen spalten und manchmal sogar zu Gewalt führen.
Das sehen wir in der Geschichte immer wieder. Zuerst bekommen Menschen Etiketten. Die sind anders als wir oder die sind schuld. Dann verlieren sie Respekt voreinander. Am Ende glaubt man, dass andere Menschen weniger wert sind. Das ist sehr gefährlich für unsere Gesellschaft. Und die Gesellschaft wird gespalten. Menschen reden nicht mehr miteinander, sondern nur noch gegeneinander. Hier ein Beispiel aus der Realität. Bei Wahlen sagen manche Politiker, diese Gruppe ist schuld an allen Problemen. Dann teilen Menschen diese Nachrichten online, diskutieren hitzig, oft entstehen Streitigkeiten sogar in Freundeskreisen oder Familien. Schon kleine Kommentare können große Auswirkungen haben, wenn viele Menschen sie lesen und teilen. Aber wie können wir Hass erkennen? Es gibt kleine Hinweise, dass ein Text Hass verbreiten will. Wörter wie immer oder nie, extreme Aussagen ohne Beweise, eine klare Trennung zwischen wir und die anderen. Wenn ihr das erkennt, könnt ihr innehalten und bewusst überlegen, stimmt das wirklich oder will mich jemand manipulieren? Diese kleine Pause ist unglaublich wertvoll, um nicht sofort wütend zu werden. Bildung ist super wichtig. Wer mehr über Politik, Medien und Psychologie weiß, erkennt Manipulation leichter. Dann lässt sich Hass leichter kontrollieren. Empathie hilft auch. Fragt euch, wie würde ich mich fühlen, wenn jemand so etwas über meine Freunde oder Familie sagt? Empathie kann Hass stoppen. Gespräche sind ebenfalls sehr hilfreich. Diskutiert mit Freunden oder Familie, ohne gleich wütend zu werden. So trainiert ihr euer Gehirn rational zu denken und gleichzeitig bleibt ihr freundlich. Ihr könnt euch auch kleine Gedankenübungen machen. Wenn ihr wütend werdet, sagt innerlich, Moment, ich überprüfe die Information. Oder, wie kann ich positiv reagieren? Das kann ein Kommentar sein, der erklärt statt angreift. Oder einfach nichts posten. Hass kann kurzfristig Aufmerksamkeit oder Stimmen bringen. Aber langfristig zerstört er unsere Gemeinschaft. Darum ist es so wichtig, Verständnis statt Wut zu wählen. Prüft Informationen, denkt nach und handelt bewusst. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schreibt eure Gedanken in die Kommentare, abonniert unseren Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr keine neuen Inhalte verpasst. Danke, dass ihr heute dabei wart. Bleibt aufmerksam, denkt bewusst nach und wählt Verständnis statt Hass. Bis zum nächsten Mal.